Willkommen zu Tag Millionen des Mauerns. Heute werden wir die Rollschichten, also die Fensterbänke außen mauern. Und dafür gucken wir uns einmal an, wie die vorhandenen Rollschichten gemacht sind. So sieht es jetzt hier von innen aus. Diese Rollschicht hat quasi kein Gefälle nach außen und das wollen wir eigentlich anders haben, damit das Wasser ablaufen kann. So sieht es jetzt hier von außen aus. Hier unten drunter ist nicht so eine mega dicke Mörtelfuge. Diese Rollschicht muss auf jeden Fall recht massiv noch repariert werden. Da müssen quasi ganze Steine noch eingesetzt werden. Und man sieht auch hier, so eine richtig dicke Mörtelschicht ist da nicht drunter. Ich hatte zunächst die Idee, die Schräge mit dem Mörtel einfach herzustellen. Und ich meine, auf eine Art werden wir das natürlich auch so machen, aber es sieht so aus, als bräuchten wir oben noch eine Reihe Steine, bevor die Rollschicht kommt. Hier wurde noch ein Stück eingesetzt. Also dieses da, genau. Und auf der anderen Seite auch. Hier ist auch dieses Detail. Wir haben jetzt die Höhe ermittelt, auf der innen die Fensterbänke und Rollschichten dann enden sollen und das Ganze mit einem Laser quasi markiert. Auf dieser Höhe, wo der Laser jetzt ist, soll die Rollschicht dann enden. Ich bin jetzt hier außen an der Fassade auf dem Gerüst und werde mit so Verputzhaken mir jetzt hier einen Balken befestigen, der mir dann vorgibt, wo die Rollschichtenkante vorne ist. So, jetzt haben wir hier einen geraden Anschlag vorne und können dann den Mörtel jetzt einbringen.
Rollschicht ist jetzt fertig und jetzt wird von innen noch dran gemauert, dass wir auf die gleiche Höhe kommen. So sieht die Rollschicht jetzt aus. Die Rollschicht Nummer 1 ist jetzt getrocknet über Nacht und ja, jetzt können wir innen die Fensterbank bis auf den Punkt hochmauern. So sieht hier die Rollschicht aus und hier wir jetzt noch einen Stein hoch mauern, sodass das alles zu einem Abschluss kommt.
Die erste Rollschicht inklusive innerer Fensterbank ist fertig. So sieht sie hier aus. Man sieht am Laser, dass es alles schön gerade ist. Jetzt geht es darum, noch 5 weitere Rollschichten zu machen und da halten wir uns jetzt einfach mal dran. Heute wird weiter gemauert. Wir werden hoffentlich alle Rollschichten fertigstellen. Und außerdem nehmen wir die Form von dem Segmentbogen sowohl innen als auch außen raus und hoffen sehr, dass alles stehen bleibt. Hier wieder mal der Laser, der uns die Waage an der Wand anzeichnet. Hier sehen wir es. Diese Form vom Segmentbogen wird heute rausgenommen. Heute haben wir Hilfe und zwar von meiner Mama. Tada! Hallo! Hallo!
Fensterausschnitt wieder fertig, inklusive Rollschicht. Ich zeige euch noch mal kurz das Ergebnis. Schön aus in der Waage. Geht das jetzt hier munter weiter mit weiteren Fensterausschnitten. Das habt ihr jetzt, denke ich mal, schon ein paar Mal gesehen. Und deswegen zeige ich euch als nächstes, wie wir den Segmentbogen fertig machen, beziehungsweise da die Form rausnehmen. Spannend wird das! Kurzes Interlude doch zwischendurch. Cori reinigt jetzt noch die Fenster. Ist relativ wasserintensiv. Also ist ja jetzt alles überschwemmt. Jetzt hier das Ergebnis. Also die Fenster sind einzementiert und auf dem Zement geht es nicht gut ab. Und also der Zement löst sich auch nicht aus den Fugen. Und auch ganz insgesamt ist hier diese Schicht richtig nicht so gut. Ich denke mal, weil das alles irgendwie mit Zement verarbeitet ist. Es wird halt einfach einen Charme haben, würde ich mal sagen. Diese Reinigung der Außenfassade an den Fensterausschnitten machen wir besser jetzt, wo die alten Fenster noch drin sind, damit wir dann nicht später die neuen Fenster beschädigen. Corinna hat sich jetzt dazu entschieden, bei der Fassade doch die gesamte Reinigung heute schon vorzunehmen, und da zeigen wir euch jetzt mal ein paar Details von. Die Reinigung geht gut voran und das Mauern auch. Und gleich kommt als nächstes der Magic Moment, die Form rauszunehmen beim Segmentbogen. Ihr dürft gespannt bleiben. Die Fassade ist nun schon gereinigt komplett. Sieht wirklich sehr gut aus, ich zeige es euch gleich. Und ja, mit dem Rollschichten sind wir auch schon sehr weit. Ich lege jetzt gleich die letzte an. Und dann werden wir heute vermutlich fertig damit. Und jetzt kommt der Big Reveal der Fassade. Es ist wirklich ein ganz anderes Haus geworden. Jetzt sieht man einfach alle Details im Mauerwerk noch wesentlich besser. Auch die ganzen Segmentbögen außen. Das sieht wirklich sehr toll aus. Hier zum Beispiel ein Segmentbogen. Das würde ich mal sagen, einer der produktivsten Bautage, die wir je hatten.
es ist spät am Abend und es gibt noch ein ganz kleines bisschen zu mauern, aber das wird auf morgen verschoben. Dann ist das Ende unseres kleinen Pushs hier erreicht und die Fenster können eingebaut werden. Das fühlt sich alles richtig gut an, aber war auch mega anstrengend. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Zwischenstand und dann gibt es Feierabend. Hier bei dieser Rollschicht fehlt noch eine Lage Steine. Aber der Segmentbogen sieht auch schon gut aus. Hier ist schon alles fertig. Insgesamt sind eigentlich alle Rollschichten so gut wie fertig. Es fehlt nur noch ganz links. Heute werden wirklich final alle Fensteröffnungen fertiggestellt und damit werden wir dann fertig sein für den Einbau der Fenster und zwar morgen. Diese Öffnung hier ist jetzt noch zu mauern. Yay, es ist alles fertig gemauert. Ich zeige euch noch einmal das Ergebnis. Und dann kommt als nächstes die Einstellung mit den neuen Fenstern. Hier ist jetzt auch alles gemauert und in der Waage. Very nice. Yeah, das fühlt sich auf jeden Fall alles ganz gut an und ja, sehr, sehr glücklich, dass jetzt dann die neuen Fenster kommen und da freue ich mich auch, euch die zu zeigen und bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, Like da lasst oder in die Kommentare schreibt, was ihr denkt über unsere Maurerkünste zum Beispiel. Bis dann, tschüss!